Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit sehr kurzen Patch Notes, dem Upgrade-Event am Wochenende und einem neuen Speed-Set. Fangen wir mit den Patch Notes, die sind nämlich richtig kurz. Es gab ein Problem mit der korrekten Anzahl der Juwelen-Slots in einer Ultimate FEC Golden Butcher's Carnage, also in einer Behemoth-Axe, in einer goldenen. Da waren wohl die Slots nicht richtig für plus 8, 9, 10. Ja, ich weiß. Tragisch. Hat die meisten von uns richtig gestört, ich weiß. Kappa. Ja, aber jetzt ist es auf jeden Fall wieder richtig. Oder sollte es zumindest sein. Und außerdem gab es ein Problem, dass wenn Spieler beim Anniversary Boss Instanz Event disconnected sind, dann gab es irgendwie die falsche Belohnung. Und das wurde wohl auch behoben, das Problem. Also falls ihr das Problem hattet, beim World Boss hattet ihr mal einen Disconnect und habt dann falsche Belohnungen bekommen, in welcher Form auch immer. Auch das sollte jetzt behoben sein. Und genau, dann eben Upgrade-Event. Also da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. 12. bis 14. Juni, Freitag 0 Uhr geht's los. Und endet am Sonntag 23:59 Uhr. Also jetzt, wenn ihr das Video seht, läuft es schon. Außer ihr schaut es nach dem 14. Juni dann nicht mehr. Und hier ganz wichtig, weil es anscheinend wieder so ein paar Leute nicht ganz gecheckt haben. Also zumindest habe ich gehört, dass einige Items gepumpt wurden, die vom Event überhaupt nicht betroffen sind. X-Protect und damit Orichalcum sind komplett nicht von diesem Upgrade-Event betroffen. Also eure Ultimate-Upgrade-Chance an diesem Wochenende ist genau die gleiche wie immer. Also kauft keine überteuerten Oris oder fallt nicht drauf rein, FOMO oder so. Es ist kein Upgrade-Event für Ultimate, es ist nur für normale Sachen. Also normales plus 10 machen ist hiervon betroffen. Mit S-Product quasi, das ist eigentlich das S-Product-Event, kann man auch sagen. Low S-Product, normale S-Product. Keine X-Product. Und dann haben wir noch das neue Maskottchen-CS, also das heißt Mascot. Und ja, hier sind einige Nationen vertreten, die quasi ein neues, ja, also das Maskottchen würde ich sagen, ist eher das CS-Pad. Das CS an sich ist jetzt ja nicht wirklich ein Maskottchen, aber ja, jedenfalls so ein länderfarbenes Kostüm. Und ich muss sagen, ich verstehe es nicht so ganz, weil jetzt könnte man natürlich den naheliegenden Schluss zulassen, dass das mit der FIFA WM 2026 zu tun hat. Naja, ist aber eher unwahrscheinlich, weil hier sind 3 Kostüme vertreten, die so gesehen nicht teilnehmen. Also gut, Großbritannien ist halt keine Nation in dem Fußballsinne zumindest. Also da macht ja England und so weiter mit. Also die sind ja alle aufgesplittet quasi, wenn es um Fußball geht. Also UK ist schon mal nicht bei der WM dabei, in dem Sinne. Russland ist nicht dabei, China ist nicht dabei, hoppla. Das heißt, effektiv wären Südkorea, Deutschland und USA. Die anderen 3 so halb und 2 gar nicht. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es wirklich mit der WM zusammenhängt, sonst hätte man wahrscheinlich keine 2 CS-Sets gepusht, die gar nicht teilnehmen. Auf der anderen Seite verstehe ich es aber auch nicht so ganz, warum hier Russland dabei ist, weil, also keine politischen Gründe, sondern die Philippinen. Wo zum Teufel sind die Philippinen? Also Südkorea kann ich verstehen, weil das Spiel in Korea entwickelt wird. China, extrem viele Chinesen spielen Flive. Deutschland, extrem viele Deutsche spielen Flive. USA, viele Amerikaner spielen Flive. UK ergibt überhaupt keinen Sinn, kein Mensch aus UK spielt Flive. Aber wo zum Teufel sind die Philippinen? Naja, also ergibt überhaupt keinen Sinn, dass hier die Philippinen nicht dabei sind. Und generell finde ich solche CS-Sets immer schwierig, weil es wird immer jemanden geben, der jetzt sagt, oh, also ich wohne aber dort und ich spiele Flive. Ja gut, wie viele Leute aus welchen Ländern Flive spielen, das weiß natürlich nur Gala. Aber ich meine, wenn man sehr viel spielt und auch jetzt auf dem FEC die Leute kennenlernt, also Länder, die mir jetzt so pauschal noch einfallen würden, von denen ich schon viele Leute gesehen habe, so Venezuela, generell Südamerika gibt es auch einige Länder, die vertreten sind. Hier ist kein einziges Mal Südamerika dabei. Brasilien ist, glaube ich, auch noch relativ groß. Dann theoretisch Taiwan, Hongkong ist ja dann theoretisch auch noch mal ein bisschen anders. Also zumindest auf jeden Fall ein anderes CS-Set, wenn man die Flaggen hernehmen würde und so. Also Japan theoretisch hatten sogar einen eigenen Server. Frankreich ist nicht dabei. Also es sind einige komische Entscheidungen.
Ich denke, bei so einem Set wird man generell immer Schwierigkeiten haben, weil sich immer irgendjemand ausgegrenzt fühlt. Deswegen finde ich, ist das grundsätzlich auch keine gute Idee. Weil bei den Ländercloaks im CS-Shop ist es ja auch so. Da fehlen, glaube ich, einige Länder, wo sich auch schon Leute in Anführungszeichen beschwert haben, dass die fehlen. Und man kann es eigentlich nur falsch machen. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, von Haus aus aber kann man sagen, hat man hier was falsch gemacht, weil es gibt ja CS-Sets, da gibt es 2x2%, 2x4%, 2x6% und so weiter. Und hier ist es jetzt so gemacht, jedes Kostüm hat 10, 8, 6, 4, 2 Varianten. Das heißt, du kannst das Deutsche in 10% haben, das Amerikanische, wenn ich das richtig verstehe. Das ist an für sich gut. Aber was ich meine ist, es gibt von anderen Sets 10 Variationen und hier haben wir jetzt nur 6. Das heißt, man hätte jetzt locker hier noch hingehen können und Frankreich, die Philippinen, vielleicht sogar Hongkong, Taiwan oder noch irgendein Land aus Südamerika zu nehmen. Zumindest von jedem Kontinent ein Land so ungefähr oder immer die Länder, wo am meisten Flive gespielt wird. Aber man hat sich halt einfach für 6 entschieden. Und dann ehrlich gesagt auch ziemlich random. Ich meine, UK ist in dem Sinne sogar eine gute Idee, weil dann ist zumindest alles mit eingeschlossen. Da hast du Irland, Schottland, England und so weiter, ist alles mit drinnen. Das ist grundsätzlich schon mal keine so schlechte Idee. In dem Sinne hätte man auch Europa nehmen können, so ungefähr. Aber ja, also keine Ahnung. Für mich einfach irgendwie eine komische Entscheidung, manche Länder hier auszugrenzen, in denen extrem viel Flive gespielt wird, dafür andere Länder aufzunehmen, in denen so gut wie gar kein Flive gespielt wird. Also ich habe noch nie einen russischen Flive-Spieler getroffen, bin ich ehrlich. Noch nie in meinem gesamten Leben. Also behaupte ich mal, dass da wahrscheinlich nicht so viel Flive gespielt wird. Ja, also komische Entscheidungen, aber letztendlich auch nicht so wichtig. Es ist nicht so deep, wie man immer so schön sagt. Und mit der FIFA-WM hat es wohl, denke ich, auch recht wenig bis gar nichts zu tun. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Flive Universe Video oder Livestream wieder. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Jeden Tag live. Schaut vorbei, haut rein und ciao, ciao.